Der teuerste, leistungsstärkste und vielleicht umstrittenste Staudamm der Geschichte, ein technisches Wunderwerk, das eine ganze Region umgestaltet, tief in Tibet. Am Oberlauf des Brahmaputra hat China eine Megastruktur errichtet, die über die Stromerzeugung hinausgeht. Sie ermöglicht es riesigen Schiffen, durch Gelände zu navigieren, das bisher als unmöglich galt. Aber wie? Welche bahnbrechende Technologie macht dies möglich? Begleiten Sie uns bei der Erforschung dieses unglaublichen Projekts, das die Grenzen der modernen Technik auslotet. Wasserkraft in Chinas Energiestrategie. Die Wasserkraft steht im Mittelpunkt der chinesischen Revolution der erneuerbaren Energien und treibt den ehrgeizigen Vorstoß des Landes in eine grünere Zukunft voran. Als weltweit führender Erzeuger von Strom aus Wasserkraft hat China seine riesigen Flussnetze, wie den Yangtze und den Gelben Fluss, in leistungsstarke Motoren der Nachhaltigkeit verwandelt. Diese kolossalen Projekte sind mehr als nur Kraftwerke. Sie sind Symbole für Innovation, technische Meisterleistungen und das Engagement für die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Angesichts der wachsenden Bevölkerung und des steigenden Energiebedarfs hat China die Wasserkraft nicht nur als Lösung, sondern als Eckpfeiler seiner Energiewende erkannt. Neben Solar- und Windenergie treibt die Wasserkraft das Land weg von fossilen Brennstoffen und sorgt für ein sauberes und nachhaltiges Stromnetz. Großprojekte wie der Drei-Schluchten-Damm, der Baihetan-Damm und der Gipitan-Damm brechen nicht nur Rekorde, sondern definieren die Möglichkeiten der erneuerbaren Energien im globalen Maßstab neu. Solche monumentalen Projekte sind jedoch mit Herausforderungen verbunden. Der Bau von Großstaudämmen erfordert oft die Überflutung großer Gebiete, was Auswirkungen auf Gemeinden und Ökosysteme hat. China hat dies erkannt und fortschrittliche Umweltvorschriften und ökologische Wiederherstellungsinitiativen eingeführt, um die Auswirkungen zu minimieren und sicherzustellen, dass die Wasserkraft eine nachhaltige Kraft für den Fortschritt bleibt. Doch China begnügt sich nicht mit der Stromerzeugung. Ein bahnbrechendes Projekt hebt die Wasserkraft auf eine ganz neue Ebene. Es verbindet Energieerzeugung und Transport auf eine Weise, die die Welt noch nie gesehen hat. Stellen Sie sich ein System vor, in dem riesige Schiffe nicht nur Flüsse befahren, sondern auch Landschaften durchqueren, die bisher als unmöglich galten. Dies ist die nächste Grenze der Technik, wo Innovation auf die Kräfte der Natur trifft, um das neu zu gestalten, was wir für möglich hielten. Top-Wasserkraftprojekte in China. China beherbergt einige der beeindruckendsten und einflussreichsten Wasserkraftprojekte der Welt, von denen der Drei-Schluchten-Damm das berühmteste ist. Der Drei-Schluchten-Staudamm am Yangtze-Fluss ist das größte Wasserkraftwerk der Welt, sowohl in Bezug auf die installierte Kapazität als auch auf die Stromerzeugung. Mit einer Kapazität von über 20.500 Megawatt produziert er jährlich mehr als 100 Terawattstunden Strom und trägt damit zur Versorgung großer Teile des Landes bei, darunter Großstädte wie Shanghai. Der Drei-Schluchten-Damm ist ein Symbol für Chinas Ingenieurskunst und sein Engagement für erneuerbare Energien und ist aufgrund seiner Größe ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Energiestrategie. Ein weiteres bemerkenswertes Wasserkraftprojekt ist der Baihetan-Damm, das zweitgrößte Wasserkraftwerk der Welt. Der am Jinsha-Fluss im Südwesten Chinas gelegene Baihetan-Damm verfügt über eine installierte Leistung von 16.000 Megawatt. Der Bau des Staudamms war mit komplexen technischen Herausforderungen verbunden, wie dem Durchtunneln von Bergen und der Bewältigung der seismischen Aktivität in der Region. Baihetan ist für die Stabilisierung der Stromnetze im Südwesten und in der Mitte Chinas von entscheidender Bedeutung und versorgt Regionen, die in der Vergangenheit unter Stromknappheit litten, mit Energie. Dieses Projekt festigt Chinas Position als führendes Land in der Wasserkrafterzeugung. Ein weiteres Wasserkraftwerk, das nicht nur durch seine Kapazität, sondern auch durch seine innovative Infrastruktur besticht, ist der Gupitan-Damm am Wujiang-Fluss in der Provinz Guizhou. Das Gupitan-Wasserkraftwerk erzeugt mit einer installierten Leistung von 3000 Megawatt Energie und ist nach wie vor das größte Schiffshebewerk der Welt. Mit diesem System sollen der Damm und die Flussschiffe umgangen werden, sodass sie weiterhin den Fluss befahren können. Die erneuerbare Energieerzeugung und die fortschrittliche Verkehrsinfrastruktur sind ein Beweis für die Fähigkeit Chinas, Energieerzeugung und Logistik in Einklang zu bringen. Schließlich könnten diese 3 Wasserkraftwerke in Zukunft einen bedeutenden Teil der Energiekapazität des Landes ausmachen. Und zwar nicht nur die kontinuierliche Energie,
sondern auch die erneuerbare Energie. Nicht nur für die Welt. Zeigen sie, wie kompetent China ist, seine natürlichen Ressourcen für die Entwicklung des Landes zu nutzen? Sie zeigen aber auch, wie sehr sich China um die Entwicklung von Technologien und Methoden bemüht, um allen geografischen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Diese Projekte zeigen, dass die Wasserkraft in Chinas Energiestrategie eine zentrale Rolle spielt und dass das Land bei der Entwicklung sauberer, erneuerbarer Energiequellen weltweit führend sein wird. Berge in Wasserstraßen verwandeln. Schiffshebewerke sind eine unglaubliche Innovation, die die Binnenschifffahrt in Regionen mit steilem Terrain und dramatischen Höhenunterschieden revolutioniert hat. Diese Systeme ermöglichen es Schiffen, natürliche oder künstliche Hindernisse wie Dämme und Schleusen zu umgehen, indem sie zwischen verschiedenen Ebenen einer Wasserstraße vertikal anheben oder absenken. Die Hauptfunktion eines Schiffshebewerks besteht darin, zeitraubende und ineffiziente herkömmliche Schleusen zu vermeiden, bei denen die Schiffe langsam Schritt für Schritt angehoben werden. Stattdessen erreichen Schiffshebewerke dies durch eine effizientere, schnellere und mechanisch fortschrittlichere Methode, bei der die Schiffe in einem ein- oder mehrstufigen Prozess gehoben werden, je nach Umfang des Projekts. Das Gupitan-Schiffshebewerk am Wasserkraftwerk Gupitan ist eines der größten und eindrucksvollsten Beispiele für diese Technologie. Es besteht aus einem mehrstufigen Vertikalsystem, mit dem Schiffe bis zu 199 Meter in die Höhe fahren können, was der Höhe eines 66-stöckigen Gebäudes entspricht. Dieses Liftsystem ermöglicht es Schiffen, die auf dem Fujian-Fluss unterwegs sind, den Gupitan-Damm zu umgehen, der ansonsten die Schifffahrt aufgrund des extremen Höhenunterschieds zwischen dem Wasserstand flussaufwärts und flussabwärts behindern würde. Das Schiffshebewerk nutzt große, mit Wasser gefüllte Kammern, um Schiffe mit Hilfe einer Reihe von Kabeln und Zahnrädern zu heben und zu senken und so effizient zwischen dem Unter- und Oberlauf des Flusses zu bewegen. Alle anderen Schiffshebewerke in China beruhen auf demselben Konzept, sind aber entsprechend den geografischen Gegebenheiten des jeweiligen Ortes angeordnet. Diese Systeme haben sich in der Binnenschifffahrt bewährt, da sie entweder zu steil sind oder einfach nicht weniger Zeit benötigen als die Zeit, die eine Schleuse für die Durchfahrt des Schiffes benötigen würde, so dass die traditionellen Methoden wie Schleusen nicht praktikabel sind. Durch fortschrittliche technische Konstruktionen hat China nicht schiffbare Gebiete in aktive Wassertransportrouten umgewandelt, wodurch der Wassertransport noch bequemer und weniger abhängig von Landtransportsystemen wie Lkw und Eisenbahn wird. Schiffslifte werden nicht nur den Transport effizienter machen, sondern sind auch ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen Programms zur Modernisierung der Infrastruktur in China, mit dem die Binnenschifffahrt modernisiert und die Güterströme im Landesinneren reibungsloser gestaltet werden sollen. Diese Systeme verbessern die wirtschaftlichen Möglichkeiten für abgelegene Regionen, die an solche Wasserstraßen angeschlossen sind, und führen durch die Minimierung des Lkw-Verkehrs zu einer nachhaltigeren Entwicklung, da die Emissionen von Lkw sehr kohlenstoffintensiv sind. Daher eignen sich Schiffshebewerke als wichtiger und aufstrebender Teil der Infrastrukturentwicklung, da das Verkehrsaufkommen zugunsten sauberer und effizienter Verkehrsträger zunimmt. Ein technisches Wunderwerk. Das Gupitan-Schiffshebewerk am Gupitan-Wasserkraftwerk am Wujiang-Fluss ist eine bahnbrechende technische Leistung, die es Schiffen ermöglicht, einen dramatischen Höhenunterschied von 199 Metern zu überwinden. Dieses gewaltige Hebesystem ist ein Paradebeispiel für Chinas innovativen Ansatz zur Überwindung geografischer Herausforderungen. Das Schiffshebewerk besteht aus 3 vertikalen Stufen, von denen jede für das präzise Heben und Senken von Schiffen ausgelegt ist. Das Schiff fährt in eine große, mit Wasser gefüllte Kammer ein und wird mit Hilfe einer Kombination aus Kabeln, Getrieben und Hydraulik über jede Stufe gehoben oder gesenkt, sodass die Schiffe die Hochwasserbarriere des Damms mit minimaler Verzögerung passieren können. Das Gupitan-Schiffshebewerk zeichnet sich durch seine enorme Größe und Effizienz aus. Mit einer Hebekapazität für Schiffe mit einem Gewicht von bis zu 500 Tonnen ist das System für die Aufrechterhaltung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs entlang des Wujiang-Flusses unverzichtbar, insbesondere in einer Region mit zerklüftetem Gelände, das den Transport auf dem Wasser fast unmöglich macht. Der Aufzug arbeitet mit einem unglaublichen Maß an Präzision und sorgt dafür, dass die Schiffe auch unter schwierigen Umweltbedingungen reibungslos und sicher bewegt werden.
Diese Art von technischer Raffinesse löst nicht nur lokale Transportprobleme, sondern zeigt auch Chinas Fähigkeit, die Grenzen der modernen Infrastruktur zu erweitern. Um den Zugang zu diesem Land zu ermöglichen, war der Bau dieses Schiffshebewerks mit einer technischen Herausforderung verbunden. Die erste Herausforderung war der große Höhenunterschied zwischen den Gewässern flussaufwärts und flussabwärts, der ingenieurtechnische Fähigkeiten bei der Entwicklung eines mehrstufigen Hebesystems erforderte, das in der Lage ist, in der natürlichen Landschaft zu arbeiten und beim Anheben eine sichere Verschiffung zu gewährleisten. Die Präzision des Auftriebs, die mit einer Toleranz von plus 10 mm eingehalten wird, ist somit ein weiteres Zeugnis für die hervorragende chinesische Ingenieurskunst. Die Integration in das größere Wasserkraftwerk, so dass es ohne Beeinträchtigung seiner Funktion für die Stromerzeugung genutzt werden kann, macht das gesamte Projekt nicht nur effektiv, sondern auch nachhaltig. Das Gupitan-Schiffshebewerk ist ein technisches Wunderwerk der Neuzeit. Es ist auch ein Wirtschaftswunder, denn es verkürzt die Zeit und die Kosten, die den Schiffen bei der Einfuhr von Waren über den Wujiang-Fluss entstehen, um ein Vielfaches. Diese Infrastruktur verbessert die Aussichten auf eine Ankurbelung der Wirtschaft in der Region und sorgt dafür, dass die Binnenschifffahrtswege, die für die künftige Entwicklung der abgelegenen Gebiete entscheidend sind, offen bleiben. Eine solche Entwicklung ist ein Beweis dafür, wie groß angelegte Ingenieurskunst zur Lösung scheinbar vielfältiger Bedürfnisse beitragen kann, indem sie feindliche Landstriche in wirtschaftliche Kraftzentren verwandelt und gleichzeitig ein Vorreiter für nachhaltige Entwicklung und Technologie bleibt. Entwicklung von Infrastrukturprojekten in China. Die chinesische Infrastruktur hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durchgemacht und sich von einfachen Verkehrsnetzen zu Projekten von Weltrang entwickelt, die den Maßstab für die weltweite Ingenieurgemeinschaft setzen. In den 1950er und 1960er Jahren war die Infrastruktur des Landes begrenzt und konzentrierte sich hauptsächlich auf einfache Straßen, Brücken und Eisenbahnen. Der Mangel an modernen Technologien und Ressourcen machte es dem Land schwer, mit den Industrienationen Schritt zu halten. Mit den Wirtschaftsreformen in den 1980er Jahren begann China jedoch, massiv in die Infrastruktur zu investieren, um die wachsende Bevölkerung und die rasch expandierende Wirtschaft zu unterstützen. Dieser Wandel markierte den Beginn einer neuen Ära der groß angelegten, hochtechnologischen Infrastrukturentwicklung. In den 2000er Jahren wurde Chinas Engagement für den Bau von Infrastrukturen von Weltrang immer deutlicher. Das Land investierte in Großprojekte wie das Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetz, das inzwischen das größte der Welt ist. Der Bau des Drei-Schluchten-Staudamms, eines der größten Wasserkraftprojekte der Welt, symbolisierte auch Chinas Bestreben, an der Spitze der technologischen Innovation zu stehen. Diese infrastrukturellen Fortschritte dienten nicht nur der Verbesserung der inländischen Logistik und Konnektivität, sondern auch der Stärkung der Rolle Chinas auf der Weltbühne. Durch den Einsatz modernster technischer Verfahren konnte das Land erhebliche geografische Herausforderungen, von Gebirgszügen bis hin zu riesigen Flüssen, überwinden und Verkehrsnetze schaffen, die sich über das gesamte Land erstrecken. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern der Welt ist China in der Lage, Infrastrukturprojekte schnell und effizient zu verwirklichen. Die meisten Projekte in China werden in Rekordzeit fertiggestellt, während westliche Länder Jahrzehnte für die Planung und den Bau ihrer Infrastruktur benötigen. Die rasche Entwicklung beruht auf einer gut koordinierten staatlichen Planung, einer umfassenden Beteiligung staatlicher Unternehmen und einer umfangreichen Finanzierung. So werden beispielsweise mit dem Bau des Gupitan-Wasserkraftwerks und des Schiffshebewerks der Aufbau von Stromerzeugungs- und Verkehrsanlagen sowie die regionale Wirtschaftsentwicklung in einem einzigen Projekt zusammengefasst. Dabei werden mehrere Sektoren in einer einzigen Initiative zusammengefasst, was es China ermöglicht, alle möglichen Vorteile aus einem einzelnen Projekt zu maximieren. Geschwindigkeit und Größe könnten die entscheidenden Merkmale von Chinas Infrastruktur sein. Und sie werden auch von Innovation geprägt sein. Schiffshebewerke wie das am Gupitan-Staudamm zeigen, dass die gängige Denkweise die von der Natur gestellten Probleme wirklich sieht und unkonventionelle Lösungen erforscht. Diese Innovation hat China den Anpassungsvorsprung verschafft, der notwendig ist, um mit den weniger idealen und den sich bahnbrechend verändernden Technologien Schritt zu halten, die notwendig sind, um die Infrastruktur auf ein neues Niveau zu heben. In dem Maße,
wie das Land seine eigenen Infrastrukturprojekte entwickelt und im Ausland expandiert, wird seine Infrastrukturentwicklung typischerweise als Modell für eine größere Anzahl von Entwicklungsländern angesehen, die ihre Netze modernisieren. Während China weiterhin die Infrastruktur revolutioniert, sticht ein Projekt nicht nur durch seine Größe hervor, sondern auch durch seine tiefgreifenden Auswirkungen auf die Wirtschaft einer einst isolierten Region. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Gupitan-Schiffshebewerks. Das Gupitan-Schiffshebewerk spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Handels und der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere in der Provinz Guizhou, die oft als eine abgelegene und wirtschaftlich unterentwickelte Region Chinas angesehen wird. Durch die Anbindung von Guizhou an den Jangtse-Fluss über den Wujiang-Fluss ermöglicht das Schiffshebewerk einen schnelleren und effizienteren Warentransport und verringert die Abhängigkeit von Landtransportwegen, die aufgrund des schwierigen bergigen Geländes oft langsam und kostspielig sind. Dieser verbesserte Zugang zu einer der wichtigsten Wasserstraßen Chinas ermöglicht einen effizienteren Fluss von Rohstoffen, Industrieerzeugnissen und landwirtschaftlichen Produkten, wodurch das Wirtschaftspotenzial der Region gesteigert und sie stärker in die nationale Wirtschaft integriert wird. Vor der Einführung des Schiffshebewerks war die Schifffahrt auf dem Wujiang-Fluss durch den Damm eingeschränkt, der einen großen Höhenunterschied verursachte, der langsame und komplizierte Umwege erforderte. Mit dem Gupitan-Schiffshebewerk können die Schiffe den Damm schnell umgehen, was die Fahrzeit erheblich verkürzt. Durch die Verkürzung der Transitzeit sinken die Transportkosten, wodurch die Waren sowohl auf den nationalen als auch auf den internationalen Märkten erschwinglicher und wettbewerbsfähiger werden. Darüber hinaus wird die Gesamteffizienz der Lieferketten in der Region erhöht, was den Unternehmen in Guizhou hilft, ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten und Zugang zu breiteren Märkten zu erhalten, sowohl innerhalb Chinas als auch weltweit. Das Gupitan-Schiffshebewerk hat in wirtschaftlicher Hinsicht alle Vorteile der Schaffung von Arbeitsplätzen und der regionalen Entwicklung. Der Bau und der Betrieb des Schiffshebewerks haben Tausenden von Einheimischen Arbeit verschafft, nicht nur in den Bereichen Wasserkraft und Schifffahrt, sondern auch in unterstützenden Branchen wie Logistik, Maschinenbau und Tourismus. Durch den besseren Zugang zu den Handelswegen hat das Gebiet weitere Investitionen in die Infrastruktur und die Industrie angezogen, was sich wiederum auf die Entwicklung der regionalen Wirtschaft ausgewirkt hat. Auf einer höheren Ebene der Integration wird der Bau der Guizhou als breiteres Schifffahrtsnetz für den Jangtse-Fluss dienen und eine weitere Reihe von beschleunigenden Kräften für die Ansiedlung neuer, aufstrebender Industrien und die Verstädterung motivieren, so dass der Lebensstandard der Menschen an verschiedenen Fronten entwickelt wird. Darüber hinaus dient das Gupitan-Schiffshebewerk, abgesehen von seinen vielfältigen lokalen wirtschaftlichen Vorteilen, dem nationalen wirtschaftlichen Interesse, indem es Chinas Bestrebungen zur Verbesserung seines internen Logistiknetzes stärkt. Der Aufzug dient nicht nur als Verkehrsknotenpunkt, sondern verbessert auch die Chancen für die Optimierung der innerchinesischen Handelswege, was die Effizienz der chinesischen Volkswirtschaft steigert. Neben den Überlegungen zur Regionalentwicklung trägt die Gupitanbahn auch dem wachsenden Bedarf an einer effizienten Güterverkehrsinfrastruktur Rechnung, die ein wichtiger Wachstumsmotor für China und die globale Wettbewerbsfähigkeit ist. Umweltaspekte. Wasserkraftprojekte wie der Gupitan-Staudamm bieten zwar erhebliche Vorteile in Bezug auf die Erzeugung sauberer Energie, bringen aber auch Umweltprobleme mit sich, die es zu bewältigen gilt. Eines der größten Umweltprobleme sind die Auswirkungen von Großstaudämmen auf die lokalen Ökosysteme. Der Bau solcher Dämme führt häufig zur Überflutung großer Gebiete, wodurch Wälder, landwirtschaftliche Flächen und sogar ganze Gemeinden überschwemmt werden. Dadurch werden die Lebensräume von Wildtieren gestört, Arten verdrängt und der natürliche Flusslauf verändert, was kaskadenartige Auswirkungen auf lokale Ökosysteme haben kann. Darüber hinaus kann die Ansammlung von Wasser hinter dem Damm die Fischwanderung und die Wasserqualität beeinträchtigen, was das Leben im Wasser und den Lebensunterhalt der Menschen, die für Fischfang und Landwirtschaft auf diese Wasserwege angewiesen sind, gefährden kann. Um diese Auswirkungen abzumildern, hat China bei seinen Wasserkraftprojekten verschiedene Maßnahmen ergriffen. Beim Gupitan-Damm-Projekt beispielsweise wurde darauf geachtet, die Beeinträchtigung der lokalen Umwelt so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass die Ökosysteme während der Bauarbeiten so gut wie möglich geschützt werden.
Die Bemühungen um die Wiederherstellung der Ökosysteme in den betroffenen Gebieten sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg dieser Großprojekte. Zu diesen Maßnahmen gehören die Neubepflanzung von Vegetation, die Schaffung von Korridoren für Wildtiere, um ihnen eine sichere Wanderung zu ermöglichen, und die Einführung von Fischtreppen oder anderen Vorrichtungen, um die Wanderung von Wasserlebewesen zu erleichtern. Darüber hinaus werden Wasserkraftwerke zunehmend unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit konzipiert, wobei darauf geachtet wird, dass die Erzeugung erneuerbarer Energie mit den Bemühungen um den Erhalt der lokalen Artenvielfalt einhergeht. Darüber hinaus hat China umfassende Umweltvorschriften für die Entwicklung von Wasserkraftwerken erlassen, einschließlich Umweltverträglichkeitsprüfungen, die vor der Projektgenehmigung durchgeführt werden müssen. Bei diesen Bewertungen wird die gesamte Bandbreite der Umweltauswirkungen und der Maßnahmen zur Abschwächung negativer Auswirkungen ermittelt. China versucht, den Energiebedarf und den Umweltschutz in Einklang zu bringen, indem es die technischen Methoden und die Sanierungsmaßnahmen verbessert. Dies geschah nicht nur, um den Nutzen der Energieerzeugung aus Wasserkraft zu maximieren, sondern vor allem, um die langfristigen Lebensgrundlagen der Natur zu schützen. Doch selbst bei solchen Bemühungen ist es unmöglich, die Umweltauswirkungen der Wasserkraft vollständig zu vermeiden. Die Abwägung zwischen den Vorteilen sauberer, erneuerbarer Energien und den Subventionen für Großstaudämme ist ein schwieriges Unterfangen. China steht vor der Aufgabe, eine immer bessere Strategie für die Wasserkraft zu entwickeln, bei der einige neue Formen dazu beitragen würden, sowohl die Energiekrise als auch den Umweltschutz zu bewältigen. Es handelt sich um ein ständiges Gleichgewicht zwischen der Unvermeidbarkeit der Energieerzeugung und der Natur. Wie sich zeigt, wird es einen Kampf um die Wasserkraft als nicht sehr umweltfreundliche Quelle gegen den zukünftigen Energiemix geben. Wie China eine sichere Navigation gewährleistet. Wasserkraftprojekte wie der Guipitan-Staudamm bieten zwar erhebliche Vorteile im Hinblick auf die Erzeugung sauberer Energie, bringen aber auch Umweltprobleme mit sich, die es zu bewältigen gilt. Eines der größten Umweltprobleme sind die Auswirkungen großer Staudämme auf lokale Ökosysteme. Der Bau solcher Dämme führt häufig zur Überflutung großer Gebiete, wodurch Wälder, landwirtschaftliche Flächen und sogar ganze Gemeinden überschwemmt werden. Dadurch werden die Lebensräume von Wildtieren gestört, Arten verdrängt und der natürliche Flusslauf verändert, was kaskadenartige Auswirkungen auf lokale Ökosysteme haben kann. Darüber hinaus kann die Ansammlung von Wasser hinter dem Damm die Fischwanderung und die Wasserqualität beeinträchtigen, was das Leben im Wasser und den Lebensunterhalt der Menschen, die für Fischfang und Landwirtschaft auf diese Wasserwege angewiesen sind, gefährden kann. Um diese Auswirkungen abzumildern, hat China bei seinen Wasserkraftprojekten verschiedene Maßnahmen ergriffen. Beim Guipitan-Damm-Projekt beispielsweise wurde darauf geachtet, die Beeinträchtigung der lokalen Umwelt so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass die Ökosysteme während des Baus so weit wie möglich geschützt werden. Die Bemühungen um die Wiederherstellung der Ökosysteme in den betroffenen Gebieten sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg dieser Großprojekte. Zu diesen Maßnahmen gehören die Neubepflanzung von Vegetation, die Schaffung von Korridoren für Wildtiere, um ihnen eine sichere Wanderung zu ermöglichen, und die Einführung von Fischtreppen oder anderen Vorrichtungen, um die Wanderung von Wasserlebewesen zu erleichtern. Außerdem werden Wasserkraftwerke zunehmend unter dem Gesichtspunkt der ökologischen Nachhaltigkeit konzipiert, wobei darauf geachtet wird, dass die Erzeugung erneuerbarer Energie mit den Bemühungen um den Erhalt der lokalen Artenvielfalt einhergeht. Der chinesische Wasserkraftsektor ist mit einigen sehr gründlichen Umweltvorschriften ausgestattet, darunter die UVP, die eine vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung vor der Projektgenehmigung ermöglicht. Umweltverträglichkeitsprüfungen stellen sicher, dass das gesamte Spektrum der Umweltauswirkungen bekannt ist und dass Maßnahmen ergriffen werden, um nachteilige Auswirkungen abzumildern. Einerseits will China durch solide Investitionen in die technische Praxis und die ökologische Wiederherstellung einen Ausgleich zwischen Energiebedarf und Umweltschutz schaffen. Der andere Weg könnte darin bestehen, den großen Nutzen der Wasserkraft für die Energieerzeugung mit einem großen Schutzvertrag zu verbinden und gleichzeitig das langfristige Wohlergehen des natürlichen Lebensraums zu gewährleisten. Dennoch wird es immer einige verbleibende Umweltauswirkungen geben, die sich nicht vollständig vermeiden lassen. Mit den Vorteilen sauberer, erneuerbarer Energie auf der einen Seite und den Beeinträchtigungen durch riesige Staudammbauten auf der anderen.
China versucht, seinen Ansatz zur Entwicklung der Wasserkraft weiter zu verbessern und kreative Lösungen zu finden, um sowohl die Umweltkrise als auch die potenzielle Energiekrise zu bewältigen. Der Spagat für das Land besteht nun darin, eine nachhaltige Energieentwicklung mit dem nachhaltigen Schutz der natürlichen Ressourcen in Einklang zu bringen und so sicherzustellen, dass die Wasserkraft in der Gesamtkonfiguration seiner Energiezukunft umweltfreundlich bleibt. Chinas globale Führungsrolle bei der Infrastruktur. China hat sich schnell zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Infrastrukturentwicklung entwickelt und seinen Einfluss durch ehrgeizige Projekte in Asien, Afrika und sogar in Teilen Europas weit über seine Grenzen hinaus ausgedehnt. Die Erfahrung des Landes im Großbau, insbesondere in den Bereichen Verkehr, Energie und Wasserwirtschaft, hat es ihm ermöglicht, bedeutende internationale Projekte anzuführen. Diese Führungsrolle ist eine direkte Folge der enormen Investitionen, die China in den letzten Jahrzehnten in die heimische Infrastruktur getätigt hat und die dem Land die Erfahrung, das technologische Know-how und den finanziellen Rückhalt verschafft haben, um wichtige globale Initiativen zu ergreifen. Die Gürtel- und Straßeninitiative Belt and Road Initiative, BRI, ist ein hervorragendes Beispiel für Chinas Strategie zum Aufbau wichtiger Infrastrukturen in Ländern, die moderne Verkehrs-, Energie- und Kommunikationssysteme benötigen. Einer der wichtigsten Bereiche, in denen sich China international einen Namen gemacht hat, ist die Entwicklung von Wasserkraftwerken. Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln, Technologie und Know-how hat China den Bau einiger der weltweit größten Wasserkraftwerke in Ländern wie Äthiopien, Pakistan und Laos unterstützt. Projekte wie der Marawi-Damm im Sudan und das Karot-Wasserkraftwerk in Pakistan zeigen, dass China in der Lage ist, sein umfassendes Wissen über Wasserkraftsysteme auf unterschiedliche geografische und ökologische Bedingungen anzuwenden. Diese Projekte erzeugen nicht nur erneuerbare Energie, sondern verbessern auch die lokale Wirtschaft, indem sie bisher unterversorgte Regionen mit zuverlässiger Elektrizität versorgen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen und das langfristige Wirtschaftswachstum fördern. Wie die meisten Länder hat auch China bereits bewiesen, dass es neben der Wasserkraft ein wichtiger Akteur im Bereich des Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnbaus ist. Unter den asiatischen Ländern sind Indonesien und Thailand an der Entwicklung fortschrittlicher Eisenbahnsysteme mit Hilfe chinesischer Unternehmen interessiert. Chinas Ansehen und seine Fähigkeit, das größte Hochgeschwindigkeitsnetz der Welt zu bauen, würden beweisen, dass das Land ernsthaft in fortschrittliche Verkehrstechnologie investieren wird. Und zwar nicht nur im kleinen, sondern im großen Stil. Der technologische Fortschritt und der rasche Bau dieser Projekte gehen auf Chinas Erfahrungen mit großen Infrastrukturprojekten zurück. WeZeb, B, das Wasserkraftwerk Gupatan und dessen Diebstahl. Nach und nach hat China seine Flügel über die Entwicklungsländer hinaus in den Bereich der Infrastruktur ausgebreitet. Ein Teil der kontinentalen Reichweite Chinas hat dem Land zahlreiche Aufträge für Brücken, Tunnel und Straßen in ganz Europa eingebracht. Andere Kontinente rühmen sich ihrer hohen Präsenz auf ihren Weltmärkten als Zeugnis ihrer menschlichen Kapazitäten für eine qualitativ hochwertige und komplizierte Projektabwicklung, die auch die Entwicklung in den Gastländern fördert. Es wird also davon ausgegangen, dass China, während es seinen Einfluss in der Welt der Infrastrukturen ausweitet, auch eine bedeutende Rolle bei der Fortsetzung der Impulse für die Entwicklung der globalen Infrastruktur, der technologischen Innovation und der Nachhaltigkeit des Wachstums spielen wird. Da China weiterhin in diese Projekte investiert und sie anführt, wird sich sein Einfluss auf die globale Konnektivität und das Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich noch weiter verstärken. Diese wachsende Präsenz könnte dazu beitragen, eine stärker vernetzte Welt zu gestalten, in der die Infrastruktur eine zentrale Rolle bei der Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands und der globalen Zusammenarbeit spielt. Chinas Know-how im Bereich der Infrastruktur wird die Welt verändern. Und die Zukunft der Wasserkraft und der Wassertransportsysteme verspricht, diese Innovationen zu noch größeren Höhen zu führen. Zukunft der Wasserkraft und der Wassertransportsysteme. Die Zukunft der Wasserkraft steht vor einem gewaltigen Umbruch, angetrieben von modernster Technologie, wachsendem Energiebedarf und dem dringenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen. Da China weiterhin führend im Bereich der erneuerbaren Energien ist, wird die Wasserkraft eine wichtige Säule seiner Strategie bleiben. Allerdings mit einem neuen Schwerpunkt: Effizienz.
Innovation und Umweltverantwortung. Fortschritte in der Turbinentechnologie. Ein intelligenterer Betrieb von Staudämmen und Energiespeicherlösungen der nächsten Generation werden die Wasserkraft revolutionieren. Stellen Sie sich Unterwasserturbinen vor, die Energie mit minimalen ökologischen Auswirkungen nutzbar machen. Oder schwimmende Solarfarmen, die mit Dämmen zusammenarbeiten, um die Erzeugung sauberer Energie zu maximieren. Diese Durchbrüche gestalten eine Zukunft, in der die Wasserkraft nicht nur leistungsstark, sondern auch nachhaltiger denn je ist. China leistet auch Pionierarbeit bei der Integration von Wasserkraft mit Wind- und Solarenergie durch KI-gesteuerte intelligente Netze, die ein nahtloses, effizientes und zuverlässiges Energienetz schaffen. Diese Umstellung wird nicht nur die Stromverteilung optimieren, sondern auch das ehrgeizige Ziel des Landes unterstützen, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein. Innovationen wie die fortschrittliche Schiffshebewerkstechnologie, die im Wasserkraftwerk Guipitan zum Einsatz kommt, verändern den Wassertransport. Künftige mehrstufige Aufzüge werden die Binnenschifffahrt schneller, sicherer und nachhaltiger machen, die Emissionen senken und eine saubere Alternative zum herkömmlichen Transport bieten. Die Auswirkungen dieser Innovationen reichen jedoch über China hinaus. Nationen auf der ganzen Welt, insbesondere diejenigen, die mit schwierigen geografischen Bedingungen konfrontiert sind, beobachten Chinas Durchbrüche in der Wasserkraft und im Wasserstraßenbau genau. Mit seinem Fachwissen im Bereich der großen Infrastrukturen ist China in der Lage, in der nächsten Phase des weltweiten nachhaltigen Verkehrs eine wichtige Rolle zu spielen und zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen in der Schifffahrtsindustrie beizutragen. Während die Welt auf eine grünere Zukunft zusteuert, geht es bei der Wasserkraft nicht nur um Energie, sondern auch darum, das Mögliche neu zu definieren. Und mit jedem neuen Durchbruch erleben wir, wie sich die Zukunft der erneuerbaren Energien vor unseren Augen entfaltet. Wenn dich dieser Blick auf Chinas Ingenieurskunst beeindruckt, vergiss nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken und deine Meinung in den Kommentaren unten mitzuteilen. Melde dich an, um über weitere atemberaubende Innovationen aus aller Welt auf dem Laufenden zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen und bis später.